Makita gegen Metabo ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung heute, denn ganz viele von euch sagen, Mensch Sebastian, soll ich eher die kaufen oder soll ich eher die kaufen? Und ich habe die Videos da gesehen und die Videos da und welche ist denn jetzt aber die beste? Und deswegen werden wir es heute etwas anders machen. Wir werden heute Punkte vergeben. Wir werden Punkt für Punkt für Punkt für Punkt durchgehen und danach weißt du garantiert, welche ist die beste für dich. Du kannst die Punkte ja ein bisschen anders werten und für dich vielleicht ein bisschen eine Strichliste mitführen und dann weißt du es genau. Denn es ist wirklich so, dass wir verschiedene Videos gemacht haben, wo die schon drin war und da habt ihr immer wieder abgestimmt und habt gesagt, ja, Makita. Und wir haben verschiedene Videos gemacht, wo die mit drin war und habt ihr gesagt, ja, Metabo. Und beide haben jeweils, waren die absoluten Spitzenreiter und jetzt müssen wir die natürlich gegeneinander antreten lassen, denn wir wollen wissen, wer ist der Kappsägenkönig? Bevor wir anfangen, noch mal eine ganz wichtige Info. Bitte denk dran, die Geräte haben ein Kabel. Das heißt, es ist völlig egal, was sonst in der Werkstatt steht. Du kannst hier eins dieser Geräte ohne Probleme mit reinholen. Das heißt, sei kein Fan einer Marke, sei Fan von gutem Werkzeug. Und welches die beste ist, das kriegen wir jetzt raus. Aber erstmal ganz wichtig, welche Geräte haben wir denn hier eigentlich? Weil ich spreche die ganze Zeit von Makita und Metabo. Wir haben bei Makita die LS1219L, legendäre Säge. Und hier haben wir die KGS 315 Plus. Und jetzt fangen wir mit dem allerersten Punkt an, nämlich dem Preis. Offensichtlich natürlich. Und da geht der Punkt ganz klar an Makita. Denn Makita hat so einen Straßenpreis von so um die 800 €, wohingegen Metabo mit 900 bis 950 € schon nochmal deutlich teurer ist. Punkt Nummer 2, Leistung. Wir haben hier zwei absolute Monster und die müssen auch richtig, richtig stark sein. Und hier ist es so, dass wir bei Makita 1800 Watt haben, bei Metabo nur 1600. Die Frage ist, ob man das merkt. Ich würde sagen, fast nein, aber ich könnte mir einbilden, dass man es wirklich nicht merkt. Aber der Punkt geht ganz klar an Makita. Nächster Punkt, jetzt ist es ein bisschen eine Gefühlssache. Jetzt musst du mir einfach ein bisschen vertrauen, denn jetzt geht es um den Tisch. Wir haben hier zwei Tische und beide funktionieren wirklich sehr, sehr gut, das ist gar kein Thema. Aber, und der Punkt geht ganz klar an Makita, der Tisch von Makita ist einfach hochwertiger und etwas besser. Warum? Wenn wir uns ihn anschauen, der ist wirklich genial gefräst, sehr, sehr schön groß. Also optisch macht er schon ganz, ganz viel her. Und ihr seht, hier so im Bereich 20, 25 cm, hier vorne, ja, gerade hier in dem Bereich haben wir noch Auflagefläche, was wir hier bei Metabo eben nicht haben. Also gerade jetzt hier in dem Bereich zum Beispiel, wir sehen hier, ab 15 cm haben wir hier eben keine. Auch das, was wir hier sehen, der Radius ist viel kleiner, als es hier ist. Im Grunde ist der Auflagetisch von Makita, oder von Metabo wäre so groß und von Makita geht es hier einfach weiter. Ergo, wenn ihr Dinge rauflegt, habt ihr viel weniger Kippeln, viel mehr Halt und das mag ich total. Und rein das vom Gefühl her ist es hier so, dass das Material mir einfach ein bisschen, finde ich ein bisschen schöner. Was aber ganz wichtig ist, das reine Verstellen ist häufig bei Kappsägen ja so ein bisschen wackelig, ein bisschen so, manchmal ist es so, dass es hakelt und wenn man es verstellen möchte, da sind beide wirklich genial. Einfach lösen, verstellen, da wo du es hinhaben möchtest und schon geht es weiter. Also das ist gar kein Problem, aber der Punkt geht trotzdem an Makita. Nach dem Tisch kommen wir zur Verbreiterung. Das heißt, wir können ja hier jeweils den Tisch auch nochmal zur Seite ausziehen oder eine Verbreiterung ausziehen. Und jetzt ist die Frage, wer hat mehr? Hier haben wir bei Makita rund 47 cm an der Stelle. Bei Metabo, und der Punkt geht ganz klar an Metabo, haben wir auf der Seite satte 51, auf der anderen Seite sogar 56 cm. Also wenn der Punkt nicht eindeutig ist. Du hast den Tisch, du hast eine Verbreiterung und jetzt möchtest du auch dein Stück Holz auch mal festspannen, weil Sicherheit geht vor. Dazu haben wir hier diesen Vertikalspanner mit dabei. Die Frage ist, welcher ist besser? Und jetzt schauen wir mal, wie gut geht es denn festzuspannen. Wir können einfach mal hier ein Stück Holz nehmen und jetzt machen wir Folgendes. Zack, hoch zur Seite, runter, hier einfach fest. Das hier, ja, ganz wichtig ist nochmal, das hier ist auch ein Schnellspanner, ja, gar kein Problem. Und ihr seht jetzt Folgendes. Rüber, runter, fest. Ja, das geht wirklich schnell, ja, und ist auch fest. Coole Sache. Hier ist es so, dass es das ähnliche Prinzip ist. Du nimmst es einfach rüber, hast hier einen Schnellversteller, in dem Fall runter, fest und das war's. Ich würde sagen, für beide jeweils ein Punkt. Kommen wir zum großen Abschnitt Schnittleistung, Schnittkapazität. Und da fangen wir erst mit einer Sache an und gleich kommen wir zum Schnitthöhe, keine Sorge. Wir fangen bei der einen Sache an und zwar Gärung und Neigung. Bei der Gärung ist es so, rechts und links, also wie sehr können wir es von rechts nach links stellen. Und da haben wir einen ganz klaren Gewinner und zwar Makita. Wir haben hier die Möglichkeit 60 Grad links, 60 Grad rechts. Bei Metabo ist es nur 60 Grad links, 47 Grad rechts.
Ich persönlich finde das gar nicht wichtig, aber es ist halt so, dass wir hier mehr haben und wir haben auch mehr Neigung. Wo wir hier nur 46 Grad rechts und links haben, haben wir hier 48 Grad. Das heißt, dafür bekommt Makita einen Punkt. Wo wir gerade beim Thema Neigung sind. Wir müssen darüber sprechen, wie gut kann man die Neigung denn verstellen. Denn das ist manchmal richtig, richtig hakelig. Ich zeige das mal bei beiden Geräten. Hier bei Makita haben wir diese Besonderheit, nämlich diesen Knopf, den können wir nämlich drehen. So. Und schon können wir das Gerät neigen. Einfach hier so zack, bumm, neigen. Jetzt hier noch den Knopf drücken und dann geht es zur anderen Seite. Einfacher geht es wirklich nicht. Das ist schon richtig genial. Hier bei Metabo ist es aber auch super einfach. Jetzt ist hier, du siehst, richtig fest. Jetzt kann ich einfach diesen Hebel lösen und schon kann ich es verstellen. Jetzt sage ich zum Beispiel hier einfach 15 Grad, Hebel gezogen, fertig. Wenn ich es wieder lose haben möchte, so und das war's. Auch genial. Jetzt heißt es genau aufpassen und ich bin mir ganz sicher, dass einige von euch ganz bewusst vom Anfang schnell hier hingesappt haben, weil sie gesagt haben, Sebastian, irgendwas stimmt hier nicht. Auf dem Vorschaubild steht irgendwas vielleicht von 12 cm. Bei Makita, das kann die doch gar nicht. Ist doch angegeben eher so mit 90 bis 100 mm Schnitthöhe. Was jetzt hier mit 12 cm? Moment. Also, wir fangen mal vorne an, weil es ist wirklich nicht einfach. Passt bitte genau auf. Also, wir fangen jetzt mal an. Wir nehmen jetzt hier mal die Makita, stellen nichts ein, nehmen sie so, wie sie ist. Und da habe ich was vorbereitet, und zwar genau das hier, um das zu verdeutlichen. Das hier ist jetzt das Stück Holz, was du auf die Makita drauflegen kannst und sägen kannst. Das heißt, wir können jetzt Folgendes machen. Wir könnten jetzt hier so einen riesigen Balken rauf tun, könnten jetzt hier runtergehen, schneiden und das einfach machen. Das würde funktionieren. Das heißt, wir haben hier eine Höhe von 93 mm. Also die hier kann jetzt gerade 93 mm in der Höhe und in der Tiefe von 385 mm. Also 38,5 cm in der Tiefe schneiden. Finde ich enorm. Ja, aber was erzählt er denn nicht von 12 cm? Moment, wir kommen gleich dazu. So, hier bei Metabo ganz klar überlegen, und zwar haushoch. Wenn wir die Maschine einfach nehmen, so wie sie hier ist, hauen wir das hier drauf und dann können wir das hier schneiden, ja, diesen riesigen Balken. Und jetzt werden viele von euch sagen, Sebastian, also in der Höhe hat ganz klar hier Metabo gewonnen und in der Tiefe ganz klar Makita, aber wir sind doch bei 12,5 cm, was ist denn jetzt hier los? Ja, jetzt wird es schwierig. Also, das ist das, was einfach so geht, wenn wir das Gerät nehmen. Jetzt können wir aber Folgendes machen. Bei Makita sehen wir jetzt hier Folgendes. Wir tauchen massiv nach unten ein. Wenn wir jetzt sagen, warte mal, wir können doch auch Folgendes machen. Wir machen den Tiefenstopp hier rein, zack, drin und tauchen nicht ganz so tief ein, haben wir schon eine ganz andere Schnitttiefe. Denn dann können wir Folgendes machen, dann können wir schon fast auf 11 cm Höhe schneiden, kommen aber nicht ganz mehr nach außen, weil durch die Rundung des Sägeblatts kommen wir nicht mehr ganz so weit raus. Ihr seht jetzt hier, kommen wir schon etwas höher ran, so und richtig, richtig tief. Funktioniert richtig gut. Und wenn wir jetzt das Ganze jetzt hier mit Metabo vergleichen, oh, ja, das ist wirklich nur noch minimal, ja, was wir da einen Unterschied haben, haben aber trotzdem sogar einen weiteren Verfahrweg. Also wir kommen der Sache schon näher. Okay, so weit, so gut. Und jetzt packen wir mal alles zur Seite. Es geht ja noch mehr. Wir haben ja gesagt 12 cm und das funktioniert auch wirklich. Und zwar in den Anleitungen steht das auch, da gibt es ein sogenanntes Vorlegeholz. Einfach ein kleines Vorlegeholz wie hier. Ich persönlich mache es häufig mit so einem kleinen Balken, den ich mir hinlege, aber das würde auch reichen. Und zwar hier 65 mm lege ich mir hier an. Auf der hier muss ich es aber auch machen und hier sind so, ich muss mal gucken, 30 mm muss ich hier davor legen. Und dann ist es so, dass wir jetzt wirklich die absolut maximale Schnitttiefe haben. Und jetzt haben wir hier bei Metabo haben wir 12,5 cm in der Höhe. Und ihr seht das auch, wenn wir es jetzt hier anlegen, können wir jetzt hier bei der Säge, Moment, so runter. Und ihr seht jetzt hier, zack. So, jetzt sind wir hier erst an diesem Punkt an und können jetzt wirklich diese gesamte Tiefe schneiden. Das heißt, wir können jetzt, wenn wir jetzt hier das Vorlegeholz hinlegen, einen Balken in der Größe schneiden. Also für euch sieht es vielleicht sogar ein bisschen besser aus. In der Größe können wir jetzt einen riesigen Balken schneiden. 26 cm mal 12,5. Irre. Naja, aber die kann das ja nicht, oder? Doch. Die kann das auch. Denn hier sehen wir Folgendes. Das ist das, was die Makita kann. Wenn wir das jetzt hier davor legen und schneiden jetzt hier auch, dann seht ihr hier Folgendes. Moment, ich muss jetzt den hier wieder rausnehmen. So,
dann seht ihr Folgendes. Wir können jetzt hier einfach so bis zu dieser Tiefe schneiden, und zwar bis 12,5 cm einfach rein und auch in der Tiefe. Auch hier 248 mm. Das ist zwar ein Tick weniger als Metabo, wir müssen es so rumhalten. Drauf. Metabo ist das hier hinten, ist ein bisschen mehr, aber die nehmen sich kaum etwas. Das heißt, du siehst jetzt hier Folgendes. Mit dem Vorlegeholz, was du bei beiden sowieso hin tun musst, um so hoch zu kommen, auf die Maximalhöhe zu kommen, ist es so, sie nehmen sich nichts. Das heißt also, das, was viele das Argument nehmen, ich muss unbedingt die Metabo kaufen, weil ich möchte die über 12 cm Schnitthöhe haben, ist Quatsch. Kann die genauso. Das heißt, der Punkt geht aus meiner Sicht an beide. Jetzt natürlich die Frage, ob du sagst, naja, ich möchte jetzt auch diesen irren Weg nach vorne haben, also auch die 48, dann würde ich eher hierhin tendieren vom Punkt her. Wenn du aber sagst, ich möchte ein kleines Vorlegeholz oder meistens ist es bei mir so 11 bis 12 cm, dann brauchst du das Vorlegeholz ja nicht, dann ist es eher die Metabo. Aber für mich Punkt an beide. Am Anfang des Videos dachtest du noch, die Makita schafft 9 cm. Dann habe ich dir gezeigt, sie schafft 12,5 cm. Jetzt sage ich dir, sie schafft sogar 17,1 cm und in der Anleitung steht sogar 20 cm. Wie kann man ein 20 cm Stück Holz bohren, nein, nicht bohren, sondern schneiden, wenn ich ein 30 cm Sägeblatt nur habe und in der Mitte ist die Bohrung? Das geht doch gar nicht. Das ist ja logisch gar nicht möglich. Doch, das kannst du machen, indem du Folgendes machst. Und wenn du dich übrigens fragst, wozu brauche ich das eigentlich? Weil das ist die Höhe, die wir gleich uns anschauen, die wir schneiden können. Ich kann ja einfach das Ding nehmen und so hinlegen und dann hier schneiden. Ja, aber du willst das nicht so schneiden. Wenn du jetzt eine Sockelleiste nimmst und dafür ist es gedacht, ist die meinetwegen so jetzt hier an der Wand, zack, an der Wand dran, dann schneidet das Sägeblatt ja so. Und in dem Moment sind die Ausrisse hier auf der Rückseite, weil Ausrisse kannst du quasi nicht verhindern. Und wenn du es aber so hinlegst, sind die Ausrisse hier oben. Das heißt, du hast eine ausgefranste obere Seite, wenn du es an die Wand tust. Willst du nicht? Dafür hast du die Sonderschnitthöhe, wenn du so eine hohen Sockelleisten hast. Schreibt mal unten rein, habt ihr so hohe Sockelleisten? Aber sei es drum, wenn wir jetzt das Ganze nehmen, jetzt haben wir hier folgende Funktion, und zwar nur bei Makita. Das heißt, Punkt geht kling ganz klar an Makita. Wir haben hier an dem hinteren Punkt haben wir diesen Hebel, den klappen wir nach vorne und dann haben wir hier den Anschlag und dann haben wir hier noch Folgendes. Wir sehen das hier an der Stelle auch jetzt schon. Wir haben hier eine Aussparung hinter dem Sägeblatt. Und jetzt können wir das Ganze hier hinten ranfahren, runter. Und dann seht ihr jetzt schon, hier ergibt sich ein großer freier Platz, ein großer freier Raum. Jetzt können wir hier unser Stück Holz nehmen und können das hier so hier hinten ranschieben. Seht ihr? Wir können es hier hinten anlegen und dann seht ihr, dass wir jetzt hier wirklich dahinter das schneiden können. Irre, oder? Jetzt ist es so, dass wir hier unten diesen ganz kleinen Schnippel da unten nicht erreichen. Ja, aber normalerweise sind Sockelleisten hier hinten eigentlich immer ausgespart. Wenn du es trotzdem schneiden willst, geht das auch. Du musst die Säge dann ein kleines bisschen nach vorne und hinten fahren und du kommst da schon hin. Du siehst also, du kannst diese irre Höhe schneiden. Das können wir Metabo nicht. Das heißt, Punkt, ganz klar, Makita. Weil die Sägen gerade genau richtig stehen, lass uns mal über die Tiefe sprechen. Nämlich, wie viel Raum braucht sie denn auf der Werkbank? Wenn du keine Werkbank hast, irgendwo hinträgst, ist die Tiefe eigentlich egal. Ja? Da kannst du auch einen Meter tief sein. Apropos Meter tief, kommen wir gleich dazu. Aber wenn du eine Werkbank hast, möchtest du ja keine 1 Meter tiefe Werkbank haben, sondern möchtest ja schön draufstellen und möchtest auch möglichst randnah oder wandnah irgendwo auch platzieren können. Und da sehen wir einen Riesenunterschied. Wir gucken mal hier bei Makita, wo sind wir denn? Weil der große Vorteil von Makita ist ja das hier. Ja, die Tiefe verändert sich nicht durch den Arm. Also müssen wir nur die Tiefe des Arms uns anschauen. Und wenn du es auf der Werkbank drauf hast, muss du irgendwo auch festschrauben. Und das ist genau der Punkt da vorne. Und da gebe ich ihm noch mal so 3-4 Punkte oder 3-4 Zentimeter nach vorne, weil es muss ja auch irgendwo draufstehen. Ja? Das heißt also genau diesen Punkt, den nehme ich hier. Und jetzt schauen wir mal, wie tief das Ganze ist. Denn wir haben hier nur eine Tiefe von, ich lege es hier mal an, von gepeilt, da haben wir es 58 cm. Also 58. Jetzt vergleichen wir das mal mit der Säge. Denn hier haben wir, hier haben wir 94 cm. 94 cm. Aber wir müssen nur noch was aufaddieren. Wenn wir hier die Absaugung anschließen, an der Stelle ist der Absaugstutzen hier hinten dran und die Säge schwenkt natürlich auch ein bisschen. Dafür brauchen wir hier an der Stelle nochmal 10 cm. Das heißt, wir müssen hier sogar nochmal 10 draufpacken.
Hier ist es so, dass die Absaugung hier oben an etwas nach hinten versetzt ist. Da können wir auch noch mal etwa 10 cm zunehmen, aber sie guckt nicht drüber hinaus, sondern nur so etwa 5 cm, also hier nochmal 5 drauf. Das heißt, wir sind hier nicht bei 58, sondern bei 63 cm. Und das ist eigentlich schon so im Rahmen einer normalen Werkbank ohne Probleme möglich. Meine Werkbank ist zum Beispiel 65 cm, kannst du einfach draufstellen, einfach arbeiten, würde funktionieren. Hier gar keine Chance. Ganz klarer Punkt, Makita. Und kommen wir zum Thema Absaugung. Und das ist so, dass viele Kappsägen ja wirklich enorme Mengen an Staub einfach liegen lassen. Wie zum Beispiel die GCM 12 GDL ist ja auch dafür bekannt, dass sie wirklich viel Staub hinter sich lässt. Das ist bei den beiden Maschinen nicht so. Wir haben Folgendes gemacht, und zwar jeweils 50 Schnitte, also 50 Mal, ihr seht das hier, Schnitte ohne Ende, mit beiden Sägen gesägt, und das Ergebnis ist fantastisch. Und zwar ist es so, dass wir hier bei Metabo 11 Gramm an Material hatten, was so drumrum war. Hier bei Makita hatten wir 6 Gramm. Und auch wenn wir vorhin so ein bisschen genauer waren, gebe ich hier an der Stelle beiden einen Punkt. Nicht, weil ich jetzt jemanden bevor- oder benachteiligen möchte, sondern weil es ein absolut geniales Ergebnis ist. Überlegt euch mal, 50 Schnitte, 50 Mal hier, Schnitt. Und das sind ja Massen an Material, die wirklich weggesägt werden. Wir müssen ja bedenken, so ein Sägeblatt hat ja 2-3 mm Stärke. Und das heißt also, wenn wir uns das mal anschauen, ich suche jetzt mal ein Blatt, das hier. Das ist jetzt zum Beispiel so 2-3 mm stark. Diese Menge an Material, die ich hier in der Hand habe, wurde 50 Mal ja wirklich weggetrennt und nach hinten rausgesaugt. Und davon haben wir nur das bisschen Material hier. Das ist schon wirklich genial, und zwar für beide Sägen. Kommen wir zum Thema Laser. Man sieht, bei beiden Geräten sind etwas aus der Zeit gefallen. Häufig ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass ein Gerät gar keinen Laser hatte, kein Schlaglicht, kein gar nichts. Dann ein bisschen hochwertiger hatte einen Laser, danach gab es Doppellinienlaser und dann gab es auch noch das Thema Schlaglicht, was eigentlich das Beste ist, was man heutzutage so haben kann, weil man sieht es halt am besten. Diese beiden haben jeweils nur einen einfachen Laser mit einer Besonderheit. Also jeweils wirklich nur, hier ist ein Laser, da ist ein Laser, funktioniert, ist gar kein Thema. Hier einschalten, da einschalten. Aber bei der Säge ist es so, dass wir eine andere Funktion haben. Ich kann den Laser hier, von standardmäßig ist er ja hier auf der linken Seite, also das Rechtshänder auf der linken Seite, kann ich ihn auf die rechte Seite hier umstellen mit dem kleinen Hebel hier oben und kann sagen, nö, ich möchte ihn lieber eher auf der anderen Seite haben. Ich habe keine Ahnung, wozu das sinnvoll ist. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja, ganz klar, ich weiß warum, und dann könnt ihr mich ja mal aufklären. Ich persönlich gebe trotzdem beiden jeweils einen Punkt. Kommen wir beim Thema Motor zu einem etwas anderen Punkt, nämlich wie gut kann ich den Motor einstellen. Bei der Säge kann ich es überhaupt nicht einstellen, immer volle Drehzahl. Bei der Säge kann ich es einstellen. Und zwar kann ich hier Folgendes machen. Ich kann es leicht in der Drehzahl variieren und dementsprechend für mein Material anpassen. Ganz klarer Punkt für Metabo. Und alles, was jetzt kommen würde, ist nicht mehr punkterelevant aus meiner Sicht. Wenn es für euch so ist, dann macht ihr entsprechend eure Punkte. Es gibt folgende Punkte noch, die die Sägen unterscheiden und vielleicht sogar noch viel mehr. Wir könnten jetzt noch über Kabel sprechen, Kabellängen relevant. Sanftanlauf haben beide, aber ganz wichtig. Schnellstoppfunktion hat eher Makita, hat Metabo nicht, aber finde ich auch nicht so wichtig. Was wir noch haben, ist das Thema Gewicht. Zum Beispiel ist Makita schwerer als Metabo, satte 3 Kilo, aber echt bei 30 Kilo ist das völlig egal. Und wir könnten jetzt noch über viele kleine Details sprechen, weil man könnte noch da und Anschlag und so weiter und so fort, aber ich glaube, für die Bewertung reicht das. Bevor wir zum Fazit kommen, ganz kurz nochmal zu der Säge. Wir haben hier von Bosch die GCM 12 GDL und viele von euch werden sie vermisst haben in diesem Vergleich. Warum ist sie nicht dabei? Ganz einfach, wir haben ganz bewusst gesagt, wir nehmen eure Favoriten und ihr habt abgestimmt. Die anderen beiden waren jeweils eure Favoriten, deswegen haben wir sie nicht mit reingenommen. Sie wäre aber absolut natürlich auch in Konkurrenz zu diesen beiden Sägen, muss man ganz klar sagen, weil auch sie kann irre hoch sägen, auch sie hat einen weiten Verfahrweg. Und sie hat sogar noch gegenüber beiden einen riesen Vorteil. Übrigens, der erste Vorteil wäre der Arm hier. Das ist, als wenn nichts passieren würde, als wenn das Sägeblatt hier wegschweben würde. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Jeder, der diesen Arm einmal in der Hand hat, wird sagen, möchte ich schon ganz gerne haben. Das zweite, aber wo ein echter Vorteil ist, den du auch messen kannst, ist folgendes. Die Säge ist noch weniger tief. Der Bauraum ist irre gering. Denn wenn wir jetzt mal von hinten nach vorne messen, haben wir hier nur einen Bauraum von knapp 50 cm. Wir müssen jetzt für die Drehung noch 1-2 cm zunehmen. Auf 52 cm würden wir aber, glaube ich, grob auskommen, weil die Absaugung hier hinten an der Seite ist. Das heißt, sie ist nicht hinten, sondern so weit an der Seite, dass es kein Problem da ist.
Aber genau da kommen wir auch zum riesen Nachteil. Das Ding hier sagt, Staub absaugen? Pff, wozu soll ich denn absaugen? Das funktioniert fast gar nicht. Also die Absaugung ist wirklich relativ schlecht und wirft alles überall hin. Sei es drum. Ich wollte euch nur sagen, auch diese Säge wäre gegebenenfalls eine Alternative. Sollen wir dazu noch mal ein Video machen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und jetzt ab zum Fazit. Kommen wir zum Fazit. Jetzt möchte ich vor allem eure Meinung wissen. Wie immer ist es so, dass wir hier oben den Werkzeugvergleich, unsere Seite verlinken, wo wir nochmal alle technischen Daten aufgeschrieben haben. Und da könnt ihr ja unten abstimmen. Bam, bam. Was ist euer Liebling? Und ich möchte unbedingt wissen, da das hier ja vorher euer Liebling war bei vielen Sägen, hier auch vorher euer Liebling war, welcher ist jetzt euer Favorit? Vielleicht ist die Punktevergabe, wie ich sie gegeben habe, ja nicht das, was ihr sagt. Also geht da bitte mal rauf. Auch unten in der Videobeschreibung findet ihr das Ganze nochmal verlinkt. Genauso wie natürlich den ehrlichen Preisvergleich und auch nochmal Zubehöre zu beiden Sägen. Ja? Wir brauchen noch andere Blätter, je nachdem, was wir sägen. Jetzt kommen wir zur Punktevergabe und das Ergebnis ist ja super simpel. Wir haben hier 11 Punkte für Makita, wohingegen wir nur 7 Punkte bei Metabo haben. Und da ist der Gewinner ganz klar. Der Gewinner meines Herzens ist auch ganz klar Makita. Ich würde mir eher die Makita kaufen, weil ich sie stationär hinstelle, benutze und dann habe ich damit Spaß und ich habe eine riesige Schnitthöhe. Genial. Es gibt aber einen Punkt, der für Metabo spricht, und das ist die Robustheit. Du hast hier kaum Teile, die du verstellen kannst. Sie ist irre robust, irre stabil gebaut, ist sie auch. Aber ich würde persönlich emotional dieser Säge da deutlich mehr zutrauen, wenn es häufiger, sagen wir, etwas rauer wird auf der Baustelle. Das ist aber nur meine Meinung. Ihr schreibt unten in die Kommentare, was ist eure Lieblingssäge. Stimmt auch gerne unten auch nochmal in den Kommentaren ab. Und für euch jetzt ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.